Moin bei kugelbahn.de. Heute gibt es mal wieder ein paar neue 3D-Druckteile vom ungekrönten König der elektronischen Lifte, nämlich der Karl-Heinz. Der hat mir wieder ein paar Sachen zugeschickt und die sind auch für euch bestimmt interessant. Ich habe dazu auch eine kleine Beispielbahn aufgebaut. Die schauen wir uns am Ende des Videos dann natürlich in gewohntem Stil an. Und ja, freut euch auf die neuen Teile. Ja, dann legen wir mal los. Ich habe hier diesen Aufzug nicht völlig umsonst stehen, denn er hat dafür so einen Zusatzclip erschaffen, den man hier dran klippert einfach. Und so können die Kugeln nicht nur unten in den Lift reinlaufen, sondern auch oben. Habe ich auch in der Beispielbahn verbaut. Könnt ihr euch dann gleich live anschauen. Und dann gibt es neben diesen Aufzugclips noch Schienen, und zwar Schienenkreuzungen, sieht man hier ganz gut. Und zwar ist das die Dreier-Schiene-Variante, die sich in der Mitte halt kreuzt und so in der Luft aufgehangen werden kann. Das Ganze gibt es auch noch in einer Zweierschienen-Version, die sich vom Rastermaß her nicht in der Mitte kreuzen können. Darum ist das auf diese Art und Weise gelöst. Hier ist das also ein bisschen kürzer. Und das Ganze gibt es auch in der ganz kleinen Version als Einerschiene und auch als Kreuzung. Ist sehr praktisch, um eine Kreuzung unter den Wänden zum Beispiel herzubauen. Könnt ihr auch gleich in der Beispielbahn sehen. Wer die Kurventeile zu nah an eine Gaußkanone baut, der kennt das Problem. Der Schwung ist einfach zu groß und die Kugel fliegt grundsätzlich aus der Kurve raus. Abhilfe schafft ihr diese Speedkurve, die hier auf der Innenseite, ist das innen? Das ist innen, einen erhöhten Rand hat und somit die Kugel bei hohen Geschwindigkeiten besser in der Kurve hält. Das Ganze ist auch hier für die kleine Kurve umgesetzt. Also damit erlaubt die Kurve höhere Kugelgeschwindigkeiten, als wie es bei den normalen Kugeln der Fall wäre. Und so ist das eigentlich ein relativ nützliches Teil, finde ich, gerade wenn man wirklich mal Probleme hat, die Kugeln im Zaum zu halten. Ja, und als letztes, und das ist wirklich ein Highlight, finde ich, hat er irgendwo auf diesem Globus andere Kugeln aufgetrieben. Und zwar farbige Kugeln. Die sieht man jetzt hier. Ich weiß nicht, wie die Kamera scharf stellt. Auf jeden Fall sind da jetzt schwarze bei. Nicht ganz so rote Kugeln bei. Die gehen so mehr, sind ein bisschen blasser wie die normalen. Blaue sind dabei, die etwas dunkler blau sind als die von Gravitrax, und so grüne hier, die auch nicht dem Originalfarbton entsprechend, aber eben auch ein bisschen grün sind, und als Clou noch so Regenbogenfarbenkugeln. Sieht aus, als wäre da irgend so ein Ölfilm drüber, aber es ist natürlich nur ja, Farbe ist das ja gar nicht so richtig, glaube ich, was da dran ist. Ich habe die Kugeln noch nicht getestet. Werde ich nochmal in einem separaten Video machen, weil ich die hier auch in der Bahn, ehrlich gesagt, komplett vergessen habe einzusetzen. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen schon mal vorab, und die neuen Teile, wie gesagt, bis auf die Kugeln, sind hier auch in dieser Bahn verbaut, und die startet jetzt.